Hallo zusammen, hier ist die Annabelle im Elsass. Heute gibt es bei uns Flan Pâtissier. Das ist eine Art Pudding in einem Teig, so wie ein Kuchen. Aber zuerst müssen wir frische Eier holen. Bis gleich! Und zurück vom Bahnhof mit ganz frischen Eier von heute Morgen. Des œufs tout frais du jour. Also, für unser Rezept von Flan Pâtissier brauchen wir erstmal die Zutaten für den Teig und dann die Zutaten für den Pudding. Für den Teig brauchen wir 200 Gramm Mehl, Weizenmehl, 100 Gramm Butter, eine Prise Salz und ein bisschen Wasser. Das werden wir dann sehen, wie viel man braucht. Es ist unterschiedlich. Für den Pudding brauchen wir 1 Liter Milch, 150 Gramm Zucker, so, Sucre Semoule. Dann brauchen wir 90 Gramm, wie nennt man das? Das ist Maizena, das ist Maisstärke. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Mehl, aber es ist kein Mehl. Vanille brauchen wir und 4 frische Eier. Wir haben hier 6, aber wir nehmen nur 4. Und wir fangen gleich an mit dem Teig. Also nehmen wir unser Mehl, so, vielleicht gleich die Prise Salz und dann nehmen wir die Butter und machen so kleine Stücke mit den Fingern, jedes Mal gleich in das Mehl rein, damit es nicht klebt. So, einfach kleine Stücke abreißen. Es ist besser, wenn die Butter schon ein bisschen nicht geschmolzen, aber schon ein bisschen bei Raumtemperatur ist. So. Und einfach kleine Stücke. Jetzt fängt es an, ein bisschen wie Sand auszusehen. Das ist sehr gut. Das ist jetzt der Moment, wo wir ein bisschen Wasser hinzufügen. Also erstmal so ein kleines Loch machen. So. Und einfach ein bisschen Wasser geben. Nicht zu viel am Anfang. So. Man muss einen Teig haben, das nicht zu fest ist, aber auch nicht zu klebrig. Ich denke, wir geben noch ein bisschen Wasser hinzu. So, das sollte reichen. Falls ihr ein bisschen zu viel Wasser gegeben habt, dann könnt ihr noch ein bisschen Mehl hinzugeben. Wie hier zum Beispiel. Es kann sein, dass ich ein bisschen zu viel Wasser. Oh, nee, das geht noch. Ich denke, das passt. Mein Teig ist ziemlich locker. Es klebt noch ein bisschen, aber nach ein paar Minuten sollte es schon viel besser aussehen. Sorry. So. Nee, das ist perfekt so. Super. Nur ein bisschen bearbeiten.
Unser Teig geht jetzt so circa eine Stunde in den Kühlschrank, bevor man es benutzt. Man kann auch einen Esslöffel Zucker hinzugeben, wenn es zum Beispiel für ein Dessert wie heute ist. Ich mache es nicht. Ich denke, es ist genug Zucker dann in den Pudding. Wir fangen erstmal an mit der Vanilleschote. Die werden wir ein bisschen aufmachen. So. Voilà. Und unsere Milch müssen wir zum Kochen bringen. Dann mischen wir in einer Schüssel den Zucker mit der Maisstärke. Danach gibt es keine Klumpen. Dann schlagen wir die 4 Eier in einer anderen Schüssel. So, unsere Milch ist jetzt bald bereit. Wir schlagen noch die Eier. Und dann geben wir sie einfach zu unserer Vorbereitung mit der Maisstärke und Zucker. Und dabei gut schlagen, damit das ein bisschen schaumig wird. Unsere Milch kocht jetzt, dann können wir sie einfach in der Vorbereitung hinzuschütten. Es ist fast alles über Bord, aber fast. Jetzt die Milch ohne Vanille, die können wir rausholen. Und gut vermischen. So. Dann geben wir die Zubereitung wieder zurück in den Topf und kochen es ungefähr noch 1 bis 2 Minuten. Katastrophe. Mensch. Und bevor wir die Zubereitung noch einmal zum Kochen bringen, kümmern wir uns um unser Teig. Und den Ofen können wir auch auf 200 Grad vorheizen. Das mache ich dann gleich. Voilà, 200 Grad. So, wir nehmen ein bisschen Mehl, streuen es einfach so auf der Arbeitsplatte und auf den Teig. Voilà. Hop. Et on étale la pâte. Voilà. Dann nehmen wir eine Form. Die müssen wir noch einfetten.
platzieren wir unser Teig. So, jeder kann machen, wie er möchte. Entweder man faltet es so am Rand, schön, oder man nimmt die Rolle und macht einfach so, um es abzuschneiden. Voilà. Mit dem Rest vom Teig werden wir natürlich noch etwas machen. Kleine Törtchen oder man findet immer Ideen. Wir bringen jetzt noch kurz unser Pudding zum Kochen. Dabei gut rühren. Und dann geht es ganz schnell. Auf einmal ist unser Pudding super dick. Dann ist es bereit und wir geben es in den Teig rein. Den Teig werden wir noch ein bisschen mit einer Gabel stechen. So. Pudding noch kurz rühren. Und ab geht's. Ich brauche Hilfe. Très bien. Ça va être bon. Und so glatt streichen. Und jetzt 40 Minuten in den Ofen. So, wir werden schauen, ob es bereit ist. Ja, es ist ganz schön braun geworden. Perfekt. Et voilà, notre flan pâtissier. Jetzt noch eine Stunde lang kalt werden lassen und bon Appetit. Tschüss. Ciao.